So, hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von VScreenSim. Heute schauen wir uns das Element Reparenter einmal genauer an. Beim Reparenter handelt es sich um ein Objekt, mit dem man Objekte zusammenbauen kann, also wenn man einen Teileverbau in der Anlage hat. Und wir fügen jetzt gleich einmal bei unserem Cursorpunkt einen Reparenter ein. Also wir gehen in unseren Modellkatalog und wählen den Reparenter. Und der Reparenter stellt sich mit einer Kugel oder einer Sphäre dar. Und das ist genau der Bereich, mit den Elementen er arbeiten kann. Also alles, was sich vom Mittelpunkt in dieser Kugel befindet, kann eben reparentet werden. Und man kann die Größe einstellen, indem man den markiert. Und dann beim X-Wert eben eine neue Größe eintippt, zum Beispiel 5 Meter jetzt in unserem Beispiel. Und wir werden jetzt einfach mal 3 Dekorationsobjekte miteinander verbauen. Also wir setzen uns da 3 Dekorationselemente in unsere Kugel hinein. Also wir nehmen da das erste Element, ein zweites Element und ein drittes Element. Und wenn wir uns den Reparenter, seine Eigenschaften einmal anschauen, dann besitzt er eben die Möglichkeit, ein Parent Mark und ein Children Mark anzugeben. Und wir nehmen jetzt einfach mal für ein P als Markierung für unser Hauptelement, an dem wir alles dran bauen wollen, und ein C für die Elemente, die an dieses Hauptelement angebracht werden sollen. Und diese Bezeichnungen, also diesen Mark, muss man natürlich dann auch auf unseren Elementen anbringen. Und wir haben jetzt momentan ja unsere Sphäre noch markiert und wollen uns innen drin etwas markieren. Da drücken wir einfach Alt. Noch einmal also man drückt die Alt-Taste und die linke Maustaste, somit kann man das innenliegende Element in unserer Kugel dann eben markieren. Und dem ersten Element geben wir jetzt eben den Mark für das Hauptelement, also wir nennen es einfach ein P. Und das Unterelement, die anderen, die wir dran bauen wollen, denen geben wir jetzt die Markierung C. Und wenn wir uns aktuell noch unseren Baum anschauen, dann sehen wir, dass jetzt diese 3 Dekorationselemente im Baum erst einmal auf der gleichen Ebene sind, also sie sind momentan nicht verbaut. Und zum Auslösen, dass das Zusammenbauen oder das Reparenten einfach durchgeführt wird, brauchen wir ein Signal. Und wir emulieren uns das Signal durch Einfügen von einem einfachen Button an der Seite. Und wir verbinden nun den Button eben mit unserem Verbauungsobjekt, unserem Reparenter. Das machen wir über unseren grafischen Logic Assigner. Also wir wählen uns den Button eben, den wir verbinden wollen, und unser Reparenting-Objekt, und wir sehen genau, der Reparenter bietet eben die Möglichkeit für den Empfang von einem Signal. Das kann jetzt dann natürlich aus der Steuerung sein, aus einem Knopf oder aus anderen Variablen. Und wir verbinden jetzt für unseren Test eben diesen Button mit unserem Reparenter. Und in dem Augenblick, wenn wir mit I eben unseren Button, also man drückt die I-Taste und die linke Maustaste, dann eben klickt und betrachten dann eben unseren Baum, dann sieht man, dass jetzt diese beiden Kinderelemente an unser Hauptelement dran gebaut wurden. Also wenn wir unser Hauptelement selektieren, dann sehen wir, okay, das ist genau unser Element mit der Markierung P. Und die anderen Elemente, die wir eben da drin haben, die haben die Markierung für C. Und das ist genau die Vorgehensweise, die wir angegeben haben. Wir haben unserem Reparenter gesagt, er soll alles, was mit der Markierung P, also P ist die Definition des Hauptelements, und mit C wurden die Elemente definiert, die eben als Unterelemente dran gebaut werden sollen. Und somit kann man beliebige Elemente miteinander kombinieren. Was noch vielleicht interessant ist, wenn man vielleicht in der Anlage bereits ein Pick-and-Placer oder andere Elemente verwendet hat, die bereits auch einen Mark haben, da ist es möglich, dass man jederzeit einen zweiten Mark angibt, indem man einfach den ersten Mark mit einem zweiten Definition trennt. Also der Strichpunkt gibt einfach an, okay, ich habe die eine Markierung P und zum anderen die Markierung zweite jetzt in dem Fall. Und somit könnte man eben mit einem Pick-and-Placer eben auf das zweite losgehen, und mit unserem Verbauer, also unserem Reparenter, können wir dann eben auf das P losgehen, und das kann man auch beliebig erweitern. So ist man auch flexibel und nicht gebunden an bestimmte Stellen und kann das auch beliebig kombinieren. Also die Aufgabe unseres Reparenters, wie bereits eingangs erwähnt, ist das Verbauen von Bauteilen, wenn man bestimmte Objekte halt eben in der Anlage in Wirklichkeit aneinander anbringt, zum Beispiel verschweißt miteinander oder verclincht oder andere Verbindungsarten wählt. Dann möchte man ja später dieses Hauptelement dann eben mit den ganzen Unterelementen bewegen können, und genau für das ist unser Reparenter da.
Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß beim Simulieren.